Zusammen mit 3 anderen Studenten durfte ich 2008 für ein Kurzzeitstipendium nach Tokio reisen. Also ab nach Japan. Kurz was zum Flug. Ich bin bei Flügen immer mega aufgeregt, aber dann sieht die Welt von oben immer so toll aus. Man guckt nach unten und denkt, wow, das sind also die Alpen von oben und vergleicht dann sein Fachwissen über glaziale Serien mit der Natur unter einem. Also über die Alpen fliegen ist wirklich Hammer. Ich hatte meinen Sony Hi8 Camcorder dabei, heute nicht mehr Top-Qualität, aber dafür konnte ich einige tolle Aufnahmen einfangen von einem Japan, das ihr in dieser Form heute nur noch selten zu Gesicht bekommen werdet. Begleitet mich also gerne auf meiner 4-wöchigen Reise durch Japan. Dieses Video gibt es auch in 9 Einzelfolgen auf meinem Kanal, hier habe ich es etwas eingekürzt und ergänzt. Das krasseste war der Anflug bei Nacht auf den Flughafen Dubai. Zu Hause ist es jetzt 21:20 Uhr. Wir fliegen jetzt bei Dubai auf den Flughafen. Das ist Dubai. Das war ein Geheimtipp der Frau im Reisebüro. Kann ich echt nur empfehlen, mega geil. Unten das Lichtermeer der Stadt und vor einem die Landebahn, die direkt an der Küste des Persischen Golfs beginnt. Wow. Thema Reisebüro. Um die 800 € haben mich Hin- und Rückflug gekostet. Nochmal genauso viel etwa die Unterkunft. Es blieben also knapp 400 € für Essen, Ausflüge und Fahrkarten. Das war so ein bisschen die How to make a 4-week trip to Japan for 2000 Bucks Challenge. Hart knapp kalkuliert, reichte aber. Dubai hat einen riesen Flughafen mit vielen aufwendigen kleinen Details. Und weiter geht's nach Osaka. Und da sind auch schon die ersten japanischen Inseln. Juhu! Bin ja auch erst seit 30 Stunden unterwegs. So, das ist jetzt in Osaka. Es ist 6 Uhr Ortszeit und in Deutschland ist es jetzt 10 Uhr morgens. Mit einer Zwischenlandung in Osaka ging es dann bis nach Tokio. Endlich angekommen. Und dann plötzlich Lost in the City. Von 23 bis 4 Uhr fahren hier in ganz Tokio keine Bahnen. Es ist windig, es ist kalt. Mitten in Japan. Schön. Glücklicherweise wussten meine Abholer, wie man um Mitternacht in Tokio von A nach B kommt. Das erste, was ich in Japan lernte, war, einen Gang runterzuschalten. Denn in Bayern gehen die Uhren anders. Wir kauften mir eine U-Bahn-Karte. Die hat sogar meinen Namen drauf und die ist mega praktisch. Das kann jeder bestätigen, der schon mal in Tokio war. Dann ging's zur Keio-Uni, zu einem Kennenlern-Brunch mit allen Studenten der Germanistik hier. Von dort hat man echt eine tolle Aussicht auf den Fuji. Ein majestätischer Vulkan, den wir leider nur dieses eine Mal zu Gesicht bekamen. Was werden wir uns anschauen in den 4 Wochen hier? Das ist ja eine Studienreise. Ich zeige euch also weniger die bekannten Partyspots, mehr so die coolen Geheimecken. Wir sind meistens mit Locals unterwegs, was ich jedem empfehlen kann, um ein Land zu entdecken. Ich zeige euch die berühmte Tokyo-Universität, das Pflaumenblütenfest, den Judo-Kodokan, das Freiluftmuseum Minka-en und den Kamakura, den großen Buddha und einige Tempel sowie den Strand. Zu meinem Forschungsthema Christentum in Japan besuche ich einige Kirchen. Wir besuchen die Insel Enoshima, den Sensoji, den Kaiserpalast, Meiji-Schrein, Yasukuni-Schrein und das Edo-Tokyo-Museum. Ein Zoo, ein Kunstmuseum, ein Schwertmuseum, eine Spielhölle, Karaoke-Bars und traditionelle Restaurants. Und ich reise nach Odawara. Und am Schluss geht's mit der Sprachschule nach Izu. Und ihr kommt mit. Bereit? Los geht's! Zuerst zeige ich euch, wo wir wohnen. Im Studentenwohnheim in Yokohama. Also das hier ist mein Zimmer, Wohnheim, 4. Stock. Das Zimmer hat eine Waschmaschine, die leider nur mit kaltem Wasser wäscht. Yay, alles auf Japanisch. Hat das jetzt irgendjemand verstanden? Dann eine kleine Kochecke. Das ganze Zeug hier, Teller, Pfanne, Topf und so, muss man alles selber kaufen. Dann hier das Bad. Dann ein dekorativer Wohnraum. Ich bin gerade noch beim Einrichten, ja. Es ist unordentlich. Ich bin schließlich Student. Das muss so sein. In diesem Zimmer werde ich jetzt für 4 Wochen wohnen.
Am Morgen entdeckte ich, dass es sogar noch einen Balkon gibt. Die Aussicht besticht wirklich jeden. Das erste Mal in der Tokioter Innenstadt. OMG. Warum ausgerechnet an dem Tag, an dem an allen Unis die Aufnahmeprüfungen stattfinden? Und Unis gibt's hier wie Sand am Meer. Die Stadt ist so voll und überall stehen Leute mit Hinweisschildern. Aber hilft ja nix. Wir müssen am Mita-Campus unsere Wohnheimverträge unterschreiben. Danach noch ein bisschen Sightseeing in der Nähe. Bunt, laut, schrill. Das sind Tokios Hauptstraßen. Eine Seitenstraße weiter sieht die Welt manchmal schon völlig anders aus. Hier verstecken sich oft alte Häuser und Tempel oder Schreine. Das ist übrigens eines der früheren alten Hotels. Wir besuchten den Mita Kasuga-Schrein. Hatte ich übrigens schon gesagt, dass hier alle falsch fahren? Anschließend ging's nochmal fix zum Tokyo Tower. Der Tokyo Tower erinnert so ein bisschen an den Pariser Eiffelturm. Er ist sogar ein bisschen höher als das Original. Unten im Tokyo Tower befindet sich ein Aquarium. Aber die Lebensbedingungen dort sind für die Fische einfach scheußlich. Muss man sich nicht antun. Als wir wieder rauskommen, ist es bereits Nacht. Voll beleuchtet sieht der Tokyo Tower noch einmal viel beeindruckender aus als bei Tag. Auf dem Rückweg dann eine Rarität. Eine leere U-Bahn. So sieht es in den U-Bahnen eigentlich normalerweise aus. Tag 2 in the City. Wir treffen uns am Bahnhof Shibuya bei der Hachiko-Statue. Ein beliebter Treffpunkt. Hier trifft sich gefühlt halb Tokio. Ein Stück fernab der riesigen Kreuzung finden sich immer mal wieder ulkige Sachen. Beispielsweise dieser Kinderspielplatz direkt an der Straße. So ist das in einer Stadt, in der Fußwege nur durch einen weißen Strich von der Straße getrennt sind. Auf Fußwege verzichtet man hier meistens. Außerdem gibt's hier viele mediterrane Pflanzen und Orangen. Es ist Mitte Februar. Hier ist nachts Frost und tagsüber sind es um die 10 Grad, aber hier wachsen Orangen an den Bäumen. Aber es blühen ja auch schon die ersten Pflaumenbäume. Und zwischen den 60er-Jahre-Neubauten stehen ab und zu noch alte Gebäude. Und daneben wieder einer dieser Neubaublocks mit diesen riesigen Werbebildschirmen. Lautes Fernsehen mitten auf der Kreuzung. Ein touristisches Muss auch bei einer Studienreise ist der prächtige Meiji-Schrein. Durch das 12 Meter hohe Tor aus japanischem Zypressenholz betritt man das weitläufige Gelände. Den Trubel der Großstadt kann man hier komplett vergessen. Vom Straßenlärm hört man nichts. Am Eingang waschen wir uns rituell die Hände, bevor wir die Schreinanlage betreten. Ich liebe diese ruhigen Orte in Tokio. Denn eigentlich ist Tokio schrill und laut, besonders die Takeshita Street. Alle 5 Meter brüllt Musik aus einem Lautsprecher, aus jedem Laden brüllt noch mehr Musik und alles versucht sich zu übertönen und lauter als der Nachbar zu sein. Doof, wenn man gerade Kopfschmerzen und Jetlag hat. Meh.
Letzter Programmpunkt war heute das Shinjuku-Rathaus, Es ist sehr groß, ja, sehr groß. was einem einen atemberaubenden Blick über die Dächer der japanischen Metropole ermöglicht. Hier ist übrigens sehr vieles sehr groß. Es ist wirklich hoch. Souvenirs kann man da auch kaufen. Und so ging ein weiterer spannender Tag in Tokio zu Ende. Heute schaffte ich es auch, das Gasauto zu filmen, das mit seiner traurigen Melodie jeden Abend am Wohnheim vorbeifuhr. Heute bin ich zum ersten Mal alleine unterwegs, und zwar im Stadtteil Hongo im Norden Tokios. Hier ist das Gelände der Todai-Universität, der Tokyo Daigaku. Die wohl bekannteste Uni Japans hat zahlreiche bekannte Absolventen, und hier ganz in der Nähe befindet sich das Akamon, das berühmte Rote Tor. Und hier ist es auch schon. Das berühmte Rote Tor, durch das die Studenten durchgehen dürfen, wenn sie die Eingangsprüfung bestanden haben. Das Gelände der 1877 gegründeten Universität ist sehr weitläufig. Ich möchte heute zum Yayoi-Museum, aber vorher schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Mitten auf dem Universitätsgelände befindet sich ein großer Park mit vielen ruhigen Ecken. Und natürlich viele Palmen, logisch. Eine wunderschöne Gartenanlage umgibt den Sanshiro-Teich, der schon im 17. Jahrhundert angelegt worden war. Offiziell heißt er Ikutoku-en Shinji-ike. Hamao Arata war von 1905 bis 1912 Direktor der Universität Tokio und sitzt hier ziemlich gechillt in seinem Sessel. Das dort ist das Yayoi-Mon und hier finden wir das Yayoi-Museum. Drinnen durfte ich leider nicht filmen. Jeder, der hier etwas auf sich hält, legt sich so einen kleinen Garten ein. Die japanische Gartenkunst wird immer noch hochgehalten. Aber es muss so natürlich wie möglich aussehen. Das hier ist übrigens der schöne Teich, wo ich vorhin war. Ja, der Campus ist wirklich etwas groß. Ehrlich, wer vermutet in dieser Gegend einen Schrein? Ich? Anscheinend ist hier gerade was los. Das ist der Yushima Tenjin-Schrein. Er befindet sich ganz in der Nähe des Ueno-Parks. Heute ist hier Pflaumenblütenfest.
Der Schrein wurde 458 zur Anbetung des Gottes Amenō-tachi Kara Onomikoto gegründet. Allgemein ist er als Gott des Lernens bekannt. Alle bitten darum, die Examen zu bestehen. Zahllose Gebetstäfelchen türmen sich hier auf den Ständern. Und alle machen Fotos. Während die meisten vorm Tempel zum Beten anstehen, verkaufen zahlreiche Geschäfte ihre Waren. So muss ich meinen Garten auch gestalten. Wo kein Platz für Pflanzen ist, wird eben welche geschaffen. Einfach nur, um mal zu zeigen, was ich mit diesem Platz- und Platzmangelprinzip meine. Straße. Auto. Garten. Das ist wirklich Wahnsinn. Überall, wo noch Platz ist, wird auch noch was hingebaut. Eine traditionelle kleine Polizeistation. Irgendwo hier in diesem malerischen Viertel soll sich der Kodokan befinden, das Mekka für alle Judoka. Deshalb muss ich da jetzt auch hin. Auf dem Weg sehe ich immer wieder kleine ältere Holzhäuschen zwischen den moderneren Neubauten aus den 60ern und 70ern stehen. Und hier ist er auch schon, der Kodokan. Und das ist Jigoro Kano, der Begründer des Judo. Heute wollten wir ein Open-Air-Museum in Kawasaki besuchen. Einen kurzen Fußweg vom Noborito-Bahnhof entfernt befindet sich eine der schönsten Freiluftausstellungen Japans. Der Park heißt Minka-en und beherbergt 23 historische Häuser aus allen Landesteilen, die im späten 17. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert hinein gebaut wurden. Mit einer Gruppe Wikipedianern haben wir eine Führung gebucht. Das ist ein Haus aus der Meiji-Periode. Das ist eine Tür, die man in der Nacht runterlassen kann. Die Zäune gehen herauszunehmen. Das Haus ist sehr praktisch gebaut. Es handelt sich um eine Unterkunft für Pferdehändler. Hier sind die Stallungen. Ehrenamtliche Mitarbeiter führen uns durch das Museum, auch auf Englisch. Unser Guide zeigt uns dabei immer wieder kleine Details zu den Hausbautechniken oder den Werkzeugen der damaligen Zeit. Diese flexible Aufhängung wurde zum Kochen verwendet. Verschiedenes Kochgeschirr. Das ist ein Übernachtungshaus für reiche Leute gewesen. Frühe Kanalisation. Hier sind viele Schreinbilder, weil es in Japan so ungefähr 8 Millionen Gottheiten gibt im Shinto, weil jede Familie seine eigene Gottheit für sich aussucht. Also das ist jetzt so, wie das Dach hier gebaut wird. Aus vielen Schindeln, 18.000 waren es, glaube ich, und Schwerkraft. Und Stein, ja. Die häufigsten Baumaterialien neben Holz sind Stein, Bambus und Reisstroh. Das ist ein Ofen ohne Schornstein. Der Rauch zieht durch eine Dachluke ab und schützt gleichzeitig das Baumaterial aus Stroh und Bambus. Das ist eine Wassermühle aus Nagano aus dem 19. Jahrhundert. Überall sieht man hier Künstler sitzen, die diese alten Gebäude malen. So isoliert man Häuser für den Winter. Dieses Haus ist so um 1730 herum gebaut worden.
und speziell für Winterregionen entworfen. So, das ist jetzt das Emukai-Haus aus dem 18. oder 17. Jahrhundert aus Toyama-Präfektur. Ja. Auch für Schneeregionen gebaut. Irgendwann. Zum Beispiel jetzt. Total cool, oder? Das Haus ist für den Winter designt. Alles kann im Haus getan werden oder unter dem Dach. Und die Dächer können große Lasten tragen. Die Feuerstellen in der Mitte des Raumes waren so angelegt, dass Funkenflug minimiert wurde und die warme Luft zirkulieren und den Raum erwärmen konnte. Das ist so eine Art Arbeitsfläche. Es wird mit Lianen festgebunden, also Nägel sind so gänzlich unbekannt. Das ist das Basismaterial für die Papierherstellung. Seidenraupen fressen das irgendwie. Hier heißt es Mitsumata. Minka-en ist auf Familien ausgerichtet und bietet viele Möglichkeiten zum Ausprobieren und Mitmachen. Hier wird mit einem Handmühlstein Reis gemahlen. Ohne Schuhe geht es jetzt in den zweiten Stock. Im oberen Stock eines dreistöckigen Bauernhauses wurde ein kleines Museum eingerichtet. Die Schuhe sind echt Kult. Ich bin noch nie barfuß durch ein Museum gelaufen. Aber sowas muss man eben auch mal erlebt haben. Ehrenamtliche Mitarbeiter pflegen japanische Handwerkstraditionen, wie zum Beispiel das Stoffefärben und das Flechten mit Reisstroh. Die Architektur ist oft abenteuerlich für europäische Verhältnisse. Selbst für Japaner ein bisschen niedrig. Sie sitzen direkt auf dem Boden, deswegen hat man alles mit Gras ausgelegt. In einigen Bauernhäusern kann man auch noch die alten Arbeitsgeräte bewundern. Und das ist das Klo. Das ist jetzt die Hütte von dem Hauptmann des Dorfes aus dem 18. Jahrhundert. Der ganze Stolz des Museums ist diese Kabuki-Theaterbühne aus dem Jahre 1857. Sie besitzt eine drehbare Bühne. Ja. Hier lagern allerhand Gebäudeteile und hier ruht auf 4 Pfosten die gesamte Bühne, die von hier unten aus gedreht werden kann. Das Zeug hält die Bühne. Und das ist schon 1857. Und hier ist noch dieses Kito-Haus. Faszinierend. Überall sitzen hier Maler rum und malen, das ist toll. In den meisten Häusern sind die Fußböden höher gelegt und bestehen aus Bambus und Reisstroh. Die Basis hierfür ist aus Bambus. Ja, das ist Eisenringe. Die sind auf beiden Seiten und dann wieder. krass. Die Sendehütte aus dem Jahre 1929 ist ein tragbarer Unterschlupf, die ein Fährmann am Tama-Fluss bewohnte. Kindersitze. Das sind, Nee, Schlitten. Ah, so Rucksäcke. das,
Das ist auch für Frauen oder so. Vielleicht doch für Kinder. Kindersitze. Seltsam. Wenn sie dann von der Feldarbeit gekommen sind. Auch die offenen Feuerstellen in der Mitte des Raumes finden sich in fast jedem Haus. Jetzt wissen wir ja, wie wir unser Haus bauen müssen. So kann man eine schnöde Treppe stilvoll gestalten. Und dann kamen wir an diesen Second-Hand-Shop für Kimonos und wir schafften es nicht einfach so daran vorbeizugehen. Gibt es irgendwie auch Anleitungen, wie man das Ding anzieht, wenn man das dann vergessen hat? Ich habe eine Anleitung zu Hause. Ich habe auch bei Obi-Bind praktisch Anleitungen für verschiedene Schleifentücher. Eine Stunde später hatten wir ein Yukata, Obi und Tabi gekauft und gingen dann mit den anderen in ein traditionell japanisches Restaurant essen. Und man muss seine Schuhe natürlich ausziehen. Ohne Schuhe setzten wir uns reihum an eine Vertiefung am Boden. Wir bestellten so, dass jeder von jedem kosten konnte, denn es gab allerlei traditionelle Spezialitäten. Und so ging wieder ein aufregender Tag zu Ende. Wie typische Japan-Touristen fahren wir am 6. Tag ins 50 Kilometer entfernte Kamakura. Japan ist sich seiner langen Landesgeschichte bewusst. Die mächtigen heiligen Bäume und die prunkvollen Bauten des Tsurugaoka Hachiman-gu in Kamakura aus dem 11. Jahrhundert sind ein beliebter Touristenmagnet. Zum Tempel hinauf führt eine epische Treppe. Es ist bemerkenswert, nahezu alle Tempel und Schreine in Japan sind noch top erhalten. Das sind so die Sänften, wo man so drinnen getragen wird. Meistens dann nur zu Feierlichkeiten. Prachtvoll gestaltet. Doch kaum verlässt man das Tempelgelände, locken Souvenirgeschäfte für Touristen. Hier wird medienwirksam Papier hergestellt und hier Schwerter verkauft. Das sind die 7 fröhlichen Götter, die Glück bringen. In diesem Souvenirshop kann man auch wundervoll sämtliche Arten von Kampfsportartenartikeln kaufen, wie zum Beispiel Tonfa und so. Ach, toll! Richtige Nunchaku. Sei! Ja. Da ist Tokio, da ist Kamakura. Wir sind jetzt ungefähr hier und wir wollen dorthin zum großen Buddha. Eingerahmt in Kiefernbäumchen steht der große Buddha. Eine riesige Bronzestatue, die im Inneren hohl und begehbar ist. Der Daibutsu stand einst in einem Holztempel, aber jetzt steht er draußen. Weil das Gebäude immer überschwemmt wurde von Hochwasser. Es war ein Tsunami. Das sind seine Pantoffeln. Bei einem kleinen Schrein führt ein schmaler Fußweg direkt hinunter zum Meer. Und hier ist dann tatsächlich das Meer. Der Pazifische Ozean. Hier werden Algen getrocknet. Hier gibt es auch ein deutsches Restaurant. Noch ein deutsches Restaurant. Ein Teil der Gruppe ist nun schon zurückgefahren, aber ich wollte mit den anderen noch den legendären Suizenji-Tempel ansehen.
Der Anstieg war etwas müßig, aber wir wurden belohnt. Der Begründer des 1328 gebauten Tempels war Zen-Meister und einer der berühmtesten japanischen Gartengestalter. Neben den Tempelgebäuden wachsen viele Pflaumenbäume und viele Blumen. Und auch Katzen fühlen sich hier sichtlich wohl. Hier sieht es wirklich fast wie im Sommer aus. Dabei ist tiefster Winter. Der Hokokuchi-Tempel hatte leider schon geschlossen. Und wenn man so viel traditionelles Kunsthandwerk angeschaut hat, braucht man zum Schluss unbedingt was einen wieder daran erinnert, in welchem Land man sich gerade befindet. Japan ist und bleibt das Land der Gegensätze. Doch zwischen den modernen und traditionellen japanischen Gebäuden findet man auch christliche Kirchen. Hier ist eine römisch-katholische. Während meines Studienaufenthalts in Japan forschte ich zum Thema Christentum in Japan. In Japan leben etwa 1% Christen, also etwa 1 Million. Und in Yokohama gibt es sogar eine deutsche evangelische Kirche. Sie fügt sich beinahe malerisch in die Umgebung ein. Die Pfarrerin führte mich durch die Kirche, die im sogenannten Hybridstil erbaut wurde. Der Altar ist mit japantypischen Papierwänden gestaltet. Deutschsprachig heißt bei uns auch Schweizer und Österreicher sind auch dabei. Diese Bilder kommen aus der Schweiz, aus einer Kassettendecke in der Kirche in Zilis in Aubing. Die ist, ich glaube, 900 Jahre alt. In der Nähe von Chinatown fand ich ein paar Tage später die Yokohama Christ Church. In Yokohama ist Christentum keinesfalls ein Randphänomen. Auf einer Fläche von rund 4 Quadratkilometern finden sich 7 christliche Gotteshäuser und eine christliche Schule. Nach knapp 75 Minuten Laufzeit durch die teilweise ärmsten Viertel Tokios und Yokohamas Habe ich die Kirche dann endlich gefunden. Darunter auch das Religionshaus der Mormonen und ein paar Meter weiter sogar eine unierte Kirche, in der ich ebenfalls mit einem Pfarrer sprach. Meinen Forschungsbericht habe ich euch übrigens unten verlinkt. Also ich habe hier sehr viel Auskunft bekommen. Es ist auch eine sehr schöne Kirche. Und so ging wieder ein aufregender Tag zu Ende. Enoshima ist eine Halbinsel im Meer vor Kamakura. Sie ist touristisch geprägt, aber besitzt auch ihre wilden Ecken. Die kleine Halbinsel mit nur 4 Kilometer Umfang ist nur durch eine 600 Meter lange Brücke mit dem Festland verbunden. Schreine wechseln sich ab mit Souvenirgeschäften und Tempeln und Andenkenläden. Ja, Schreine verstecken sich immer und überall. Hier werden auch interessante Figuren geschnitzt, aber die kosten dann auch ungefähr so viel wie ein kleines elektronisches Wörterbuch. Doch trotz der deutlich touristischen Prägung wirkt keine der Sehenswürdigkeiten überlaufen. Warum haben die Bäume so seltsame? Vielleicht war hier mal Wasser. Das wäre natürlich sehr seltsam, denn da unten ist das Meer. Beinahe still liegen teure Yachten im Hafen vor Anker und die Brandung schlägt sanft auf die Felsen auf. Längst jedoch haben Katzen, auch bekannt als heimliche Herrscher der Erde, die Insel übernommen. Das ist eine Schreinkatze. Ja, hier fühlt man sich wirklich wie am Strand. Irgendwo auf Hawaii. Wie überall in der Gegend südlich von Tokio dominieren Palmenpflanzen die Vegetation. Doch auch wenn die Terrassen mit ihren Stühlen und Sonnenschirmen auf viele Touristen ausgelegt sind, die die Aussicht hinunter aufs Meer genießen wollen, merkt man an jeder Ecke, dass die Felseninsel ursprünglich als Ort der Götteranbetung diente. Schon im 8. Jahrhundert entstanden hier die ersten Heiligtümer. Die Gebäude sind neu. Aber trotzdem aus dem 8. Jahrhundert einige. Schon hier war Heilige. Aber mal ehrlich, wer würde nicht gerne den Tag in dieser idyllischen Naturoase verbringen und Götter anbeten? Eine steile Treppe führt hinunter zu den Felsen. Die Greifvögel sind so allgegenwärtig wie die Fischer.
Und von unten sieht man erstmal, wie schroff die Klippen wirklich sind. Geologisch ist das auf jeden Fall 100% interessant. Das da ist jetzt das offene Meer. Und dort ist der Fuji. Als wir in der Dämmerung die Insel über die Brücke verlassen, gibt die Wolkendecke noch einmal kurz den Blick auf den Fujisan frei. Anschließend ging es ins Restaurant. Okonomiyaki zählt zu den leckersten Speisen Japans. Gemüse, verschiedene Beilagen und Ei werden gemischt und auf einer heißen Platte ausgebraten und wie eine Pizza belegt und gegessen. Da drauf kommt dann Bonito Katsuo, so getrockneter, ganz fein geschnittener Fisch, der sich von selber bewegt. Der nächste Tagesausflug führte uns nach Asakusa. Die große Tempelanlage trägt den schmissigen Namen Kaminarimon, also so viel wie Donnertor. Das hier ist so diese typische Touristenmeile. Und direkt hinter dem Eingang befindet sich eine Straße mit Souvenirhütten. Und das ist jetzt der Sensoji. Die Tempelanlage ist die älteste und bedeutendste in Japan. Und neben ihm steht eine große Pagode. Und die Souvenirshops gehören hier ebenso zur Tradition wie dieser überdimensionierte Schuh des Buddha. Überall herrscht reges Treiben. Menschen ziehen Weissagungen aus Schüttelkisten, reinigen sich mit Weihrauch. Und bei der heiligen Waschung oder beten im Tempel. Dabei wird immer ein wenig Geld in die großen Kisten am Eingang geworfen. Man betritt das Heiligtum, betet, klatscht und geht wieder. Wie in den meisten Tempeln Japans ist besonders das überragende Kunsthandwerk beeindruckend. Ein kleines Stück weiter steht ein Schrein. Was ein Schrein und was ein Tempel ist, ist nicht immer so einfach zu erkennen. Das ist auch ein Schrein. Wir sind keine weißen Tempel. Das da sind die Papierstücke, das ist der Tempel, das ist ohne Papierstücke, das ist der Schrein. Okay. Wir schlendern den Sumida-Fluss entlang und sehen das Gebäude der Asahi Bierfirma. Das dort mit dem goldenen Ding drauf ist eine Bierfirma. Und ein Stück weiter ist ein kleiner Park mit sehr alten Pflaumenbäumen, die in 3 verschiedenen Farben blühen. Ume in 3 Farben. Weiter geht's zum Matsujiyama Shoden. Ein Senso-Schrein. Der Schrein beherbergt besonders viele der kleinen Jizo-Statuen. Und ein besonderes Feature dieses Schreins ist es, dass man hier Rettiche rituell opfern kann. Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende. Ganz in der Nähe des Wohnheims befindet sich ein kleiner Schrein. Das Wetter war stürmisch geworden. In den darauffolgenden Stunden gestaltete sich das Wetter etwas seltsam. Es scheint eine Art Sandsturm zu sein. Oder so. Am nächsten Tag besuchten wir eine Karaoke-Bar.
Ich bin auch da. Heute ist unser Ziel der Kaiserpalast. Noch vor 200 Jahren regierten hinter diesen Mauern die Shogune der mächtigen Tokugawa-Familie. Hinter dem tiefen Burggraben und dicken Mauern erheben sich die eindrucksvollen Gebäude. Das ist die berühmte Nijubashi-Brücke und das dort hinten ist der Kaiserpalast. Wie so ziemlich alles in Tokio ist montags auch der Kaiserpalast für Besucher geschlossen. Ja, so möchte ich auch mal wohnen. Auch mehrfach optischer Zoom kann daran nichts ändern. Das ist übrigens das Otemon, also das Ote-Tor. Hier leben riesige Koi-Karpfen und Schwäne. Ja, der Kaiser schützt sich gerne mit großen, dicken Toren. Hinter diesen Mauern. Und das ist der Budokan, die Olympiahalle für die Kampfsportarten. Die Olympiasporthalle wurde um 1964 gebaut und bietet Platz für 25.000 Leute. Anschließend ging es zum umstrittenen Yasukuni-Schrein. Das große Tor aus Eisen ist 25 Meter hoch, das da hinten aus Bronze ist 22 Meter hoch. Das Besuchen des Schreins ist für Schulklassen sehr beliebt. Da in diesem Schrein der gefallenen Soldaten inklusive Kriegsverbrechern und Kriegsgegnern gedacht wird, gibt es immer wieder Befindlichkeiten. Die Sicherheitsmaßnahmen sind entsprechend hoch und ich darf nicht zu viel filmen. Hinter dem bronzenen Tor befindet sich noch ein überdachtes hölzernes Tor. Also das Eingang zum Yasukuni-Schrein. Gleich hier in der Nähe ist auch eine No-Theaterbühne. Und das ist der Schrein, an dem sich die Geister scheiden. Das Chrysanthemenmotiv findet sich in den Vorhängen und in Gold auf Türen wieder. Am nächsten Tag besuchen wir das Edo-Tokyo-Museum. Es schwebt quasi 20 Meter über dem Boden und ist größer als man denkt. Im Inneren befinden sich neben zahlreichen Ausstellungsstücken aus der wechselvollen Geschichte dieser Stadt auch zwei komplette Häuser. Ja, es ist groß. Die Miniaturen zeigen, wie die Leute im alten Edo, so hieß Tokio früher, gelebt haben. Dafür wurden hunderte kleiner Figuren hergestellt, die man mit einem Fernglas betrachten kann. Das ist die Stadt. In dem Museum durfte man nur an bestimmten Stellen fotografieren und filmen. Das hier ist ein Kabuki-Theater mit authentischen Figuren. Hier ist ein Buchgeschäft dargestellt, in dem die Drucktechnik für Farbdrucke erklärt wird. Diese Bilder werden mit einem komplizierten Druckverfahren hergestellt, was aus mehreren Schritten besteht, wo jedes Mal eine neue Farbe hinzugefügt wird. Ich darf wieder Fotos machen, deswegen nutze ich das auch schamlos aus. Einige Ausstellungsstücke darf man sogar testen. Und man sieht eindrucksvoll, wie aus dem kleinen, beschaulichen Örtchen Edo das große, mächtige Tokio geworden ist. Man kann sich natürlich hier auch reinsetzen und sich fotografieren lassen. Und plötzlich wurde alles westlich. Am Abend regnete es heftig. Bei strahlend sonnigem Frühlingswetter entschied ich mich heute, alleine in den Zoo zu gehen. Von hier oben hat man eine tolle Aussicht auf ganz Yokohama. Ja, zumindest die Hälfte davon. Selbst hier in der malerischen Umgebung einheimischer Wildvögel hält man es für nötig, wieder mal einen Schrein aufzustellen. Papier knotet man hier gern an Bäume, das hat aber einen religiösen Hintergrund.
Auswahl der wilden Tiere ist zuweilen etwas, nun sagen wir seltsam. Leider haben diese vielen Tiere hier nicht allzu viel Platz. Es gibt hier natürlich auch etwas gefährlichere Tiere als Meerschweinchen und auch wieder einen zweiten Schrein. Oder auch diesen lieben Zeitgenossen. Ein Elch. Bei den Pinguinen hat jemand die Badewanne abgelassen. Das irritiert natürlich. Und ein dritter Schrein. Von den Dingern kann man ja nicht genug haben, ne? Das dort hinten, das ist übrigens der Fuji. Sieht man den gerade? Er versteckt sich hinter Wolken. Noch einmal an unseren Freunden, den Elchen, vorbei. Und dann geht es wieder zurück. Am nächsten Tag besuchten wir ein Museum, in dem man 40 Minuten anstehen musste und nicht filmen durfte. Mehr dazu könnt ihr aber in meinem Blog nachlesen, den ich euch unten verlinkt habe. Dann gehen wir nach Roppongi oder Midtown. Dort gibt es freischwebende Fensterputzer. Anschließend ging es in eine Tokioter Spielhölle. Und die sind extrem laut. Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende. Heute fahre ich nach Odawara. Ich übernachte bei meiner Tandempartnerin zu Hause. Das ist jetzt das Haus von ihrer Familie. Es ist ein Tempel oder ein Schrein, aber eigentlich ist es beides. Also Sie wohnt hier mit ihrer Familie und einigen Haustieren. Ihr Vater ist Priester des Shugendo. das ist der Kindergarten, der hier zum Tempel dazugehört. Wir gehen hinauf zum Schrein. Diese Löwen symbolisieren das A, also den Anfang, und das also das Ende. Ich darf mir das jetzt auch einmal von innen ansehen. Den Bereich dort hinten und alle Figuren darf ich aber nicht filmen. Der Tempel selber ist 500 Jahre alt. Das sehen zu dürfen, war aber für mich eine beeindruckende religiöse Erfahrung. Nachdem wir Origami gefaltet haben, durfte ich ein Bad nehmen und in diesem Zimmer werde ich nun nächtigen. Ein echtes Gäste-Tatami-Zimmer. Schön, oder? Wir besuchen am nächsten Tag einen Tempel in der Nähe, einen Koi-Teich und ein typisch japanisches Haus, das mal einem Chef einer großen Energiefirma gehörte. Dieses Zimmer war das Teezimmer. Überall sind klassische Tatami auf dem Boden. Im dazugehörigen Garten blühen die Pflaumenbäume. Dort hinten sind sehr viele Orangenbäume. Und mitten in Japan steht ein Sofa. Das erinnert uns an mein allererstes Video in Österreich. Auf dem Berg ist die Mittelschule und von dort aus kann man weit ins Tal blicken. Von hier aus sieht man auch den Pazifik und eine Art Autobahn. Dann geht es auch schon zum Odawara-Schloss. Im Burggraben tummeln sich zahlreiche Koi. Koi heißt Karpfen. Das ist das Akaganemon. Technisch gesehen ist es eher eine Burg als ein Schloss. Das Burggelände wird seit den 1960ern rekonstruiert. Die Schießscharten, ja. Das ist ein sehr alter Baum. Und die Pflaumenblüten blühen hier auch schon. Das Schloss betritt man durch ein riesiges Holztor. Im Burggelände werden einige Tiere gehalten, leider wieder in viel zu kleinen Käfigen. Diese Affen sieht man im Norden Japans oft im Onsen baden. Und diese Elefantendame hier heißt übersetzt Pflaumenkind, Umeko. Das eigentliche Schloss ist beeindruckend schön und beispielhaft für die japanische Baukunst.
Die Besuchertoiletten sind daher auch für Prinzessin und Prinz. So ist das. Im Kaufhaus steppt der Bär beim Puppenfest, dem Hinamatsuri. Dem Puppenfest, das ist ein Fest für Mädchen. Und wenn die Puppen nicht bis zum 3.3., siehe Datum unten, weggeräumt sind, dann kriegt das Mädchen keinen Bräutigam mehr ab. So ist das hier. Und dann geht es vom Odawara Bahnhof zurück nach Yokohama. Mit den anderen gehe ich am nächsten Tag zu so einem Anime-Laden. Naja, kann ja lustig werden. Da ist ein Riesengebäude in der Nähe. Also für echte Anime-Fans ist das hier wahrscheinlich das Paradies auf Erden. Ne? Das Ganze ist auf mehreren Etagen, 5 oder so, glaube ich. Ja, hier gibt es echt eine Menge Zeugs. Schau mal einer an. Hier sind dann die ganzen Fanartikel, das ist Etage 5 bis 6 und 7 und so weiter. Ne? Man kennt das ja, Tassen, Schlüsselanhänger, Wecker. Danach ging es noch in den Nishiguchi-koen, der eigentlich kein Park ist, sondern eher eine Art Platz. Aber hier gibt es schöne Figuren und damit sind wir alle ganz glücklich. Dann geht es noch nach Iidabashi und ein bisschen Stadt angucken. Ich hatte schon gesagt, dass hier alles als Garten bezeichnet wird, wo nur etwas Grün rumsteht. Oder? Oh ja, ein Spielplatz. Dafür wird immer sehr viel Platz eingeräumt. Das ist gut. Da schießt auch mancher Star sein Foto. Und einen Schrein nehmen wir auch noch mit. Unser heutiges Ziel ist das Schwertmuseum in der Nähe von Shinjuku. Im Museum selbst war das Filmen verboten gewesen, aber im Vorraum darf man die Tafel zur Schwertherstellung filmen. Zuerst wird ein Klotz breit geschlagen zu einer Platte und dann immer wieder gefaltet bei sehr hohen Temperaturen. Es wird gedengelt und geschliffen, bis am Schluss ein meisterhaftes Schwert entstanden ist. In der Nähe vom Shinjuku-Bahnhof gibt es ein Hochhaus mit einer Uhr. Es ist dem Times Square nachempfunden. Wir machen danach noch einen Stadtbummel durchs bunte Viertel und dann einen Abstecher in den Yoyogi-Park. Die Krähen hier sind wirklich riesig. Die Tokioter Parks sind beliebte Treffpunkte für junge Menschen. Oft gehen die Menschen hier auch in den Park, um Sport zu treiben oder ihr Musikinstrument zu üben. Hier steht übrigens mitten im Einkaufsviertel eine Kirche. Das ist echt cool. Nach etwas Karaoke und etwas Purikura und etwas Essen machen wir noch einen Nachtspaziergang durch Shibuya. Hier sieht man die damaligen Preise fürs Karaoke singen. Freitag bis Sonntag kostet es das Doppelte und von 19 bis 6 Uhr das 10-fache. Ah ja, das ist eine der schönsten Stadtteile in Tokio, meine ich. Hier ist das Shibuya Ichimaru-Ryu, ein beliebter Treffpunkt und eine wichtige Kreuzung. Hier ist auch diese Riesenkreuzung, wo alle gleichzeitig rüberlaufen. Das ist diese berühmte Kreuzung, wo alle gleichzeitig loslaufen. Wir müssen nur etwas warten. Gleich ist rot. Na, noch nicht. Moment. So, es ist rot. Und jetzt, wie auf Knopfdruck, müssten alle gleichzeitig loslaufen. Jetzt. Es ist wirklich faszinierend. Moment.
Also die ganze Kreuzung ist für alle gesperrt. Dann laufen die Fußgänger quer rüber und dann ist die Ampel wieder für alle Autos frei. Ja, ist dann auch eine ganze Menge los. Und wenn die Ampel beginnt zu blinkern, dann fangen die Leute an zu rennen, weil alle schnell noch rüber wollen. So, das war jetzt einmal Kreuzung live. Da fahren dann auch schon die ersten Autos wieder los, denn es muss ja weitergehen. Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende. Das war unser letzter Tag hier in Tokio. Heute machten wir uns auf den Weg nach Izu zu einem Deutsch-Intensivkurs. Und hier ist dann auch schon das Meer. Das hier ist die Karte von Izu und wir sind hier. Wir sind jetzt hier in einem altehrwürdigen Ryokan mit Tatami-Boden. Und das ist das Zimmer, wo wir schlafen dürfen. Und dann sind hier so Treppen. Man muss hier auch immer Schuhe ausziehen. Ja, hier ist mal wieder ein kleiner Garten eingebaut. Yu nennt man das traditionelle Bad. Solange noch keiner da ist, darf ich das auch mal filmen. Wir wissen noch nicht, wo Männlein und Weiblein sind. Aber das ist dann so ein Badezimmer. Und hier gibt es sogar im Haus Onsen. Also ein richtig traditionell japanisches Bad. Das ist nicht toll. Vor allen Räumen, die diese Tatami haben, muss man immer die Schuhe ausziehen. In diesem großen Gemeinschaftsraum wollen wir 3 Tage gemeinsam Deutsch mit Germanistikstudenten verschiedener Unis üben. Gemeinsam essen, die Freizeit verbringen und Spaß haben. Wir haben jetzt einen Plan gemacht, was wir alles machen wollen. Und da sind unsere Wünsche, was wir alles lernen möchten. Die Deutschen haben auf Japanisch geschrieben und die Japaner auf Deutsch. Dann essen wir gemeinsam Essen. Nach einem Tag voll verschiedenster Sprachübungen gab es Stuhltanz, stille Post und eine Party mit Snacks und Bier und viel, viel Uno. Wünsche ich mir mal blau. Wir sind hier. Und jetzt geht es da auf diese Insel. Ganz in der Nähe von unserem Hotel ist ein 1000 Jahre alter Baum. Und ein Schrein. Da hinten sieht man auch die anderen Berge. Hier sieht es am Meer ein bisschen aus wie bei Miami Beach oder so, aber das ist Japan. Das ist der Pazifische Ozean. Die Vegetation ist wie in Tokio etwas mediterran-tropischer. Es ist kein Beton, das ist so eine Art Tuff oder so. Alles vulkanisch hier, ne? Ja, das ist schon beeindruckend. Schaut irgendwie wie ein Elefant aussehen. Ich sehe da nicht. Dort sitzt ein Kormoran. Wie jetzt da rein? Nee, ne? Okay. Wir fahren jetzt in eine dieser ausgehöhlten Grotten hinein. Und da oben kann man langlaufen. Hier ist auch ein schöner Sonneneffekt. Auf dem Rückweg machen wir einen kleinen Zwischenstopp am Meer. Ein malerischer kleiner Weg soll uns zu einem Vulkan führen.
いね。綺麗だよね。はい。Und so wird dieser Ort touristisch vermarktet. Jetzt kommt ein Suchbild. Wo ist der Fuji? Exakt, genau da. Mir wurde nach diesem Tag klar, dass Japan außerhalb Tokios viele wilde Ecken hat und ein Land voller landschaftlicher Schönheit ist. Hier gibt es übrigens auch schon Kirschblüten. Hier ist nochmal eine Karte mit Höhenunterschieden, wo man ganz gut erkennt, dass da der Fuji ist und dort ein großes Gebirge. Und ungefähr da sind wir jetzt. So. Aber neben all den schönen Dingen, die Japan zu bieten hat, gibt es auch sowas da. Im Winter ist es immer sehr trocken, aber im Sommer scheint es auch öfters mal etwas feuchter zu sein. Naja, man weiß sich da immer zu helfen. Zum Beispiel mit solchen Wasserauffangbecken. Damit ihr mal einen Eindruck von einem Frühstück in einem traditionellen japanischen Hotel bekommt. Das sind Nori, die Algenblätter. Das ist Rettich eingefärbt und Ingwer. Das ist ein Fisch. Ja, ne? Das esst ihr sicher alle zum Frühstück. Das ist ein Ei. Und hier haben wir eine Reisschüssel. Natürlich auch Streichkäse. Bloß dazu fehlt uns diesmal das Brot. Mal sehen, was man draus machen kann. Von unseren nächtlichen Partys sind alle dermaßen gestresst, dass am Morgen niemand mehr arbeiten möchte. Wir führten kurze Stücke auf und filmten das. Und am nächsten Tag ging es dann auch wieder nach Hause. Heute verlasse ich Tokio. Ich fühlte mich wie ein Fremder in einer fremden Stadt, einsam und allein. Einer, der nichts und niemanden hat, will nicht mehr einsam sein. Ich sah lauter fremde Sachen, fremde Menschen, fremde Sprachen. Die Zeit verstreicht, sie schreitet voran und ich schaute mir alles genauer an. Die Blumen und Bäume, die Flüsse und Seen, ich versuchte die fremde Stadt zu verstehen. Ich sah das Weinen und das Lachen, wie überall auf dieser Welt. Und plötzlich schwinge ich im gleichen Takt und weiß, wie hat mir das gefehlt. Jetzt verstehe ich plötzlich die fremde Stadt und verstehe die Menschen, sehe, was man an ihr hat. Tschüss Japan, tschüss Dubai. Hier war bereits die Sonne aufgegangen. Was nehme ich mit aus den 4 Wochen? Nun, Japan ist ein wunderschönes Land, Tokio eine geschäftige Metropole. Ich habe viel gelernt über die Kultur und Geschichte Japans und mein Japanisch verbessert. Die Menschen und ihre Kultur, die Vermischung zwischen Tradition und Moderne machen den Reiz aus. Eine Reise nach Japan kann ich jedem nur empfehlen. Ich werde Tokio vermissen. Wir flogen über weite menschenleere Landschaften Irans mit hohen Bergen und tollen Felsformationen. Wir überflogen die türkisblauen türkischen Küsten, das Baltikum mit seinen weiten Feldern und kamen schließlich nach Deutschland, wo sich ein kleines Dorf zu einem anderen gesellte. Diese Welt sah von oben so friedlich aus und nirgendwo sah ich Grenzen, nur das ewige Land, in dem sich eine schöne Gegend an die nächste reiht. Vielleicht sollten wir Menschen uns dessen einmal bewusst werden, wenn wir im Flugzeug sitzen. Am 12.03. um 13:20 Uhr Ortszeit setzte das Flugzeug in Frankfurt auf der Landebahn auf. Ich nahm den Zug zurück nach Leipzig. Das war meine Japanreise 2008 im Rahmen des Kurzzeitstipendiums. Mittlerweile sind 15 Jahre vergangen. 2023 war ich wieder in Japan. Ihr könnt euch bald auf neues Videomaterial aus Japan freuen. Bis dahin lasst gerne einen Daumen hoch und einen netten Kommentar und auch ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Ciao.